Grundsätzlich brauchen wir ungefähr eine Stunde, um den Prüfstand startbereit zu machen. Dafür gibt es eine Checklist, die wir abarbeiten. Da gehen wir dann durch das gesamte Gebäude. Der Prüfstand selber erstreckt sich über 3 Etagen. Da müssen einige Ventile gestellt werden, Zusatzaggregate gestartet werden. Die Ölversorgung muss erst beheizt werden und dann eben die Ölpumpen eingeschaltet werden. Und dann nach einer Stunde circa ist man so weit, dass man die Turbine starten kann. Das haben wir jetzt erledigt und jetzt um 12 Uhr würden wir dann die Turbine starten. Dann benötigen wir ca. 3 Stunden, bis wir wirklich den Betriebspunkt thermisch und aerodynamisch stabil eingestellt haben und dann beginnen die Messungen. Und die Messungen dauern je nach Messmethode unterschiedlich lang. Die Messmethode hier ist relativ schnell, da schaffen wir einen Betriebspunkt in ca. 1,5 Stunden. Wir verwenden aber zusätzlich eine andere Messmethode, Seedgas nennt sich das, da bringen wir fremde Gase in die Strömung ein und können dann mit einem Gaschromatographen an andere Stellen die Gaskonzentration messen und wissen zum Beispiel dadurch, wo sich jetzt genau unsere Purge-Luft hinbewegt. Diese Messung dauert sehr lange, da sind wir momentan bei ca. 10 Stunden, deshalb Testende momentan oft um 6 oder 7 Uhr morgens, zusätzlich noch eine Stunde Shutdown-Checklist, dann geht man so zwischen 7 und 8 nach Hause. Grundsätzlich ist es ein 2-Wellen-Prüfstand. Wir untersuchen da Komponenten von Flugzeugturbinen. Und zwar untersuchen wir die letzte Hochdruckturbine, der Hochdruckstufe von einer Flugzeugturbine und die erste Niederdruckstufe einer Niederdruckturbine und vor allem auch das Turbinenübergangsgehäuse, was sich zwischen der Hoch- und der Niederdruckturbine befindet. Der Prüfstand ist insgesamt so aufgebaut, dass wir einen vorderen Teil des Prüfstands haben, wo wir die Hochdruckturbine mit einem Bremsverdichter bremsen, der dann wiederum die verdichtete Luft rekuperiert und quasi einen Teil der Energie wieder zurückschickt ins System. Und am hinteren Teil des Prüfstands, wo die hintere Niederdruckturbine über eine Wasserbremse, wie es von Kfz-Prüfständen auch verwendet wird, gebremst wird. Dazwischen ist eben dieses Turbinenübergangsgehäuse oder Turbinenzwischengehäuse, das wir in erster Linie untersuchen und dafür haben wir eben davor und dahinter eine Turbinenstufe, um möglichst produktrealistische und produktrelevante Strömungen da drinnen zu erzeugen. Wir haben dieselben Machtzahlen und dieselben Strömungsbedingungen wie in einem echten Triebwerk. Der Charme von unserem Prüfstand ist, dass wir einen Kaltgasprüfstand betreiben. Kaltgas bedeutet für uns 150 Grad. In einer echten Turbine ist man jenseits der 1000 Grad Celsius. Aber trotzdem bei den 150 Grad kann man noch viel mehr und viel sensitivere Messtechnologie verwenden, die wir in einem echten Prüfstand mit Verbrennung einfach aufgrund der hohen Temperaturen nicht mehr anwenden könnten. Zum Beispiel wie in unserem Aufbau jetzt Infrarotdemographie. Wir untersuchen hier die Filmkühlwirkung von diesen Purge-Strömungen, also diesen Spülströmungen aus den Turbinenspalten auf das nachgelagerte Bauteil, was dieses Turbinenzwischengehäuse ist und gleichzeitig den Wärmeübergang, also den Wärmeübergangskoeffizienten auf diesen Bauteiloberflächen. Weil nur beides insgesamt sagt einem aus, wie sich das Teil dann am Ende wirklich thermisch verhält. Man muss wissen, wie sieht der Wärmeübergang aus und wie sieht die Filmkühlung aus. Und beide Zahlen zusammen geben einem dann wirklich eine Ahnung darüber, wie sich das Teil thermisch verhält. Man sieht hier eben das Kernstück unserer Anlage. Hier vorne sitzt hier unter meiner Hand die Hochdruckturbine. Dann hier in Violett, das sind die infrarotdurchlässigen Fensterscheiben, wo man mit der Infrarotkamera dann in das Turbinenzwischengehäuse blickt. Und hier unter meiner Hand wäre dann die Niederdruckturbine. Wir untersuchen eben, wie gesagt, den Wärmeübergang und die Filmkühleffektivität in dem Turbinenzwischengehäuse und können eben mit dieser Infrarotkamera, die auf einer 5-Achs-Traversierung frei durch den Raum bewegt werden kann, die gesamte Oberfläche dieses Turbinenzwischengehäuses abdecken. Um auch ganz nach vorne zur Turbine hier blicken zu können, blicken wir quasi über diesen Goldspiegel sozusagen ums Eck hinein. Damit haben wir die beobachtbare Fläche maximiert, können das gesamte Bauteil somit auch thermisch begutachten und messen.